Normalerweise beginnt bei uns jedes Jahr stets auf dieselbe Art und Weise, nämlich mit dem Abkratzen der alten Vignette zur Nutzung der Schweizer Autobahn und dem Anbringen der neuen Vignette im Zugfahrzeug sowie der Erweiterung unserer Vignettensammlung an unserem treuen Zeltanhänger. Doch in diesem Jahr wird alles anders, denn die Schweizer Vignette gibt es neu auch in elektronischer Form als sogenannte E-Vignette. Diese kostet zwar noch immer 40 Schweizer Franken, respektive zusammen mit seinem Zwilling für den Zeltanhänger insgesamt 80 Franken, hat aber den Vorteil, dass diese im Gegensatz zur Aufklebevariante nicht mit dem Fahrzeug, sondern dem Kontrollschild verknüpft ist. Wer also sein Kontrollschild zwischen mehreren Fahrzeugen oder Anhängern wechselt, der fährt mit der elektronischen Variante neu definitiv günstiger, also zumindest auf der Schweizer Autobahn. Um die elektronische Vignette in 0, nichts zu erwerben, gibt man einfach die simpel zu merkende URL e-vignette.ch im Webbrowser seiner Wahl ein. Klickt direkt unter der Option E-Vignette auf den Kaufen-Knopf, wählt dann die gewünschte Fahrzeugkategorie, sprich Motorfahrzeug für einen Personenwagen, Van oder Wohnmobil, die Kategorie Anhänger für einen Zeltanhänger oder Wohnwagen, respektive die Kategorie Motorrad. Anschließend wählt man das entsprechende Zulassungsland, damit der korrekte Kontrollschildtyp angezeigt wird. Sprich, wir als Schweizer sehen dann ein Schweizer Kontrollschild, während jemand aus Deutschland ein deutsches Kontrollschild angezeigt bekommt, in welchem man nun das komplette Kennzeichen eingeben kann. Und damit man sich auch ganz sicher nicht vertippt, muss man dieses sogar zweimal eintippen, wobei das erste nach dem Eintippen automatisch unkenntlich gemacht wird, damit man auch ja nicht abschreiben kann. Da ich unser Kennzeichen nicht im Internet veröffentlichen möchte, habe ich den hinteren Teil für dieses Video ausgeblendet. Bei euch wird das Kennzeichen natürlich komplett unzensiert angezeigt. Nun kann der Besteller noch wählen, ob man den Eintrag öffentlich einsehbar machen möchte, damit man selbst oder auch Dritte, wie zum Beispiel Personen, mit denen man sein Auto teilt, jederzeit prüfen können, ob für das entsprechende Kontrollschild eine gültige E-Vignette vorhanden ist. Die Polizei kann natürlich im Rahmen einer Kontrolle auf der Straße jederzeit überprüfen, ob eine gültige E-Vignette hinterlegt wurde oder nicht, unabhängig davon, ob man nun die öffentliche Einsehbarkeit aktiviert hat oder nicht. Im Anschluss legt man die E-Vignette über den entsprechenden Knopf einfach in den Warenkorb, kann optional seine E-Mail-Adresse angeben, um eine Kaufbestätigung zu erhalten und muss noch die Datenschutzerklärung akzeptieren, da sämtliche angegebenen Daten natürlich beim entsprechenden Bundesamt gespeichert werden müssen, bevor es zur Kasse geht. Dann noch das bevorzugte Zahlungsmittel wählen, die entsprechenden Zahlungsdaten eingeben und kurz darauf ist der Kauf der elektronischen Vignette bereits abgeschlossen. Als Besitzer eines Zeltanhängers oder Wohnwagens wiederholt man das ganze Prozedere anschließend einfach nochmals mit dem Kennzeichen des Anhängers. Was ich hier zu Demonstrationszwecken auch gleich einmal via Smartphone ausprobiert habe, da die Webseite glücklicherweise auch für mobile Endgeräte optimiert ist. Die elektronische Vignette ist wie auch die altmodische Variante zum Aufkleben jeweils bis zum 31. Januar des Folgejahres gültig, wobei man die Vignette für das Folgejahr bereits im Dezember des entsprechenden Vorjahres erwerben kann. Sprich, im Dezember 2024 kann ich bereits die Vignette für 2025 kaufen, auch wenn die Vignette für 2024 noch bis zum 31. Januar 2025 ihre Gültigkeit behält. Ich habe im Rahmen dieses Videos bereits meine beiden elektronischen Vignetten für das Zugfahrzeug und den Zeltanhänger organisiert, somit habe ich, zumindest in der Schweiz, nun freie Fahrt in die neue Campingsaison. Falls du übrigens wissen möchtest, welche neuen Faltkravan-Modelle im Rahmen der CMT in Stuttgart für die Campingsaison 2024 angekündigt wurden, dann kann ich dir als nächstes dieses Video hier empfehlen. Ansonsten bis zum nächsten Video und frohes Campen!